Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Peru Place, ich bin der Peru. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Ich hatte es euch ja schon mal angedroht. Wir werden es nochmal probieren. Wir werden Star Trek Resurgence nochmal neu starten. Wir hatten ja diverse Tonprobleme beim ersten Mal. Man hat die Dialoge gar nicht gehört, was sehr schade ist, weil das sehr gut vertont ist. Und ja, wir werden auch diesmal natürlich hier wieder das Overlay weglassen. Aus mehreren Gründen. Erstmal, damit ihr mehr seht, ist klar. Und zweitens, das Spiel ist nach wie vor in Englisch. Nur in Englisch, Spanisch und Französisch. Warum, weiß ich nicht. Ich spiele das Ganze hier auf der Xbox Series S. Und trotz eines 1,5 GB Updates diese Woche ist keine neue Sprache dazu gekommen. Deshalb, bevor wir loslegen, gleich mal ganz kurz die Frage an die Gemeinde da draußen. Ist das generell in der Konsolenversion, ist da die deutsche Version nicht erschienen? Oder ist es nur, weil ich hier auf Zypern den Zypern-Store habe und da die Sprache nicht kriege? Schreibt mir einfach mal, ne? Würde mich mal interessieren. So, ansonsten wünsche ich euch dabei viel Spaß. Nicht vergessen natürlich, erstmal Dankeschön für alle Unterstützer dieses Kanals, egal ob mit Like, Follow, Abo oder was auch immer. Dankeschön, macht weiter so, lasst es ordentlich krachen, auch auf dem Schwesterkanal auf YouTube. Lasst ein bisschen Liebe da, lasst den Algorithmus krachen. Ne, Likes, Abonnements gerne da auch, ne? Und Kommentare, freue ich mich immer drüber. Guti, das war die Werbung. Damit gehen wir in ein neues Spiel. So, den nehmen wir mal weg hier, das bringt nämlich nichts. Und dann drückt mal die Daumen, dass jetzt alles klappt hier mit dem Sound. Los geht's. Zack. So, Kaffee steht schon bereit. Wir sind startklar. Und los geht's. Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first officer is en route to the Resolute. Jara Rydek. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. So, wir sind auf dem Weg zu unserem neuen Schiff, das eine schwere Zeit hinter sich hat. Und wir begleiten Jara, den neuen ersten Offizier, auf dem Weg zu ihrem neuen Schiff. Thanks. No problem. I'm not great with flying. But these little shuttles are the worst. You don't like flying. And yet, you joined Starfleet. There's a reason I'm not a pilot. You should try it sometime. So, hier habe ich schon einen ersten Eindruck hinterlassen auf ein Crewmitglied. Sorry, I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. It won't be easy for Jara to step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs right now.
So, damit beginnt schon unser erstes Kapitel. Change of Station. So, wir sollen in der Security einchecken. Also kurz ein, zwei Worte zu dem Game. Wie gesagt, es ist leider hier auf der Konsole, bei mir jedenfalls, nur auf Englisch erhältlich, beziehungsweise auf Französisch und Spanisch. Die spreche ich beide nicht. Deshalb hier im Vollbild, damit ihr wenigstens die Untertitel, die sind zwar auch auf Englisch, aber dass ihr die wenigstens mitlesen könnt, weil ich kann nicht immer alles simultan übersetzen. Bei wichtigen Punkten werde ich ein, zwei Worte dazu verlieren. Ihr werdet merken, wir haben viele Quicktime-Events auch, die euch bekannt vorkommen werden. So in dem Stil, wie Quantic Dream das zum Beispiel gemacht hat bei Heavy Rain. Ansonsten haben wir hier das Storytelling wie von Telltale, die wir ja kennen von The Walking Dead. Und witzigerweise stecken hier sehr viele Mitarbeiter in diesem Projekt, auch von dem ehemaligen Studio Telltale. Und das merkt man auch. Auf jeden Fall verspricht das eine gute Story, hoffe ich jedenfalls. A starbase on the very edge of Federation space. Long way from home now. Guti, dann melden wir uns mal beim Check-in. Commander? I'm not usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvalin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in Kleiner my Angeber, ne? class. I mean, all time. In the history of the academy. Aber wir sagen mal, dass das beeindruckend ist. Wir sind ja nett. There's that. Really? That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. Please place your hand here. Hold it there for a few seconds. Okay, man führt uns hier so ein bisschen jetzt auch in die Steuerung ein für die Quicktime-Events. Was soll ich jetzt? Achso, okay. Scannen bitte. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalin test. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just So, came off the wir sind mal shuttle. bescheiden und nett I'd be erstmal. on Wir wollen ja ein solid gutes ground. Bild hinterlassen hier bei der Crew. The pleasure is mine. Ensign, Paul Calloway. good to meet you. I believe Commander Ermont is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. Genau, das ist unser neues Schiff, die USS Resolute. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Klasse das ist. Ich weiß, es gibt da draußen Cracks, die das beantworten können. Wir haben jetzt ein Schiff, das zum Beispiel die Gondeln unter der Tasse trägt. Nicht so wie die Enterprise, ne, wo sie über der Untertassensektion schweben. Moin. Also hier das ganze Setting, die Kulissen, das finde ich richtig schön gemacht. Die haben sich Mühe gegeben. Was einzig so ein bisschen sticht, ja, das ist, der Soundtrack, der ist geil, ne? Hat aber keine wirklichen Star Trek-Elemente, wie zum Beispiel die berühmte Star Trek-Fanfare zum Beispiel. Ich denke, das ist so ein Ding mit den Urheberrechten. If I remember my briefing, Commander Ermont is a Boolean, so I'm looking for someone with blue skin. So, jetzt lassen wir uns mal anzeigen, wo es Punkte gibt, die für uns relevant sind. Schauen wir uns mal um. Are you all right? Yeah, I'm just... Well, I'm not sure where my departure dock is. The Resolute's gonna leave without me. Look here. The Resolute is leaving from this dock. Ah, you're right. Nerves must be getting to me. Ja, man hilft ja gerne, ne? Thanks so much, Commander. Bisschen zerstreut der Kollege, sollten wir mal im Auge behalten hier. Not until I find Commander Ermont.
Okay. So, was haben wir hier noch für Punkte? Okay. Schauen wir uns mal das Terminal hier an. Starbase 128 has 4 docks. Ja. Was immer wir jetzt mit der Information anfangen können. Excuse me, have you seen a Bolian around here? Yes, sir. Right back there, near the replicator. Ah, da steht er. Die alte blaue Haut. There he is. Thank you. Happy to help, Commander. Gut, da liegt noch was rum. Können wir da was mitnehmen? Ein repliziertes Mal. I'll replicate myself a meal once I'm on board. Okay. Wir sind diszipliniert, wir warten mit dem Essen. Okay. Dann Excuse me. werden wir uns mal mit dem Bolianer unterhalten. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermat, Operations Officer on the Resolute. Commander? Okay, unser Well, Briefing. there Bin ich wasn't mal too much gespannt. trouble getting here. This storm isn't making anything easy for So, us. ja, war ein holpriger Ritt hier. I know conditions are less than ideal at the moment. It was a bit bumpy, but otherwise okay. My apologies. This storm is unlike Also das Ding anything ist I've wirklich seen gut vertont, bloß schade ist eben halt auf der Konsolenversion, jedenfalls bei mir hier, gibt es nur die englische Version. Warum? Ich weiß es nicht. Trotz Update immer noch keine deutsche Sprachfassung. Vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship and all. To our little research vessel. What exactly have you heard about me? First in your class at the academy. Received the Starfleet Award of Valor during the Dominion. So, wir erfahren noch ein bisschen was über Yara. Natürlich, Jahresbeste, beste Abgängerin, whatever. You've done your homework? Like I said, we're very lucky. Also, ist eine gute, kurz gesagt. Eine sehr gute. Hoffe ich. Und da ist die USS Resolute, unser neues Schiff. The USS Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science vessels go, she can more than hold her own. And she doesn't look so bad considering 6 months ago she was nearly cracked in half, venting plasma, fighting for her life. It was an accident? Equipment malfunction. An accident suggests fault, but Ja, das ist der Zwischenfall, von dem ich schon gesprochen habe, bei dem es auch einige Tote gegeben haben muss. Deshalb sind wir unter anderem da, weil der erste Offizier leider das Ganze nicht überlebt hat. There was a runaway reaction and the warp bubble deformed. We thought we could reach a higher resonant frequency, but it was more than she could handle. Cost us our first officer and 22 of our crew. At the end Ja, of the da day, we're all sprechen wir responsible natürlich for each unser other. Mitgefühl aus. That's what it means to be a crew. I can't even begin to imagine what that must have been like for you. I'm so sorry for your loss. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't So, forget. erkundigen wir uns mal, wie es der Crew jetzt It's been geht. 6 months. What's the attitude among the crew now? Unsettled. But I hope that a new mission will help them move forward. Ja, also die Crew hat sich scheinbar davon noch nicht so ganz erholt. Listen. I realize Könnte you've also ein known paar Captain Probleme Solana jetzt for im quite Handling some wahrscheinlich time, mit der Crew geben, and I'm schätze sure ich you're mal. ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake. Ja, das ist nämlich genau das, was ich meinte. Einige finden das nicht okay, dass ich gleich als neuer Offizier nachrücke hier. Until they come to value your contributions Da müssen sie as much drüber as he wegkommen. does. All due respect to anyone that feels that way. They're gonna have to get over it. I'm here, and I have a job to do, just like anyone else. That's true, but I wouldn't say it like that. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the hotel. Okay, hier haben wir auch einen Eindruck hinterlassen. Scheint eher so neutral zu sein, aber okay. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. So, also ganz gefixt ist die Resolute auch noch nicht. So, und hier kommen wir zu unserem zweiten Charakter, den wir spielen werden. Von den Lower Decks, wie man sieht. Stuck.
So, hier dürfen wir natürlich selber ein bisschen basteln, ne? Ist klar. So, was? Die Plasmafackel. Okay, die nehmen wir doch mal. Feuer frei. So, jetzt müssen wir das Gedöns hier mal weglasern hier. Ach so, jetzt haben wir schon eins von diesen Minigames hier wieder. Also wir werden hier natürlich so ein bisschen die Steuerung jetzt nochmal erstmal eingeführt. Finde ich auch sehr gut. Okay. So, rein damit. Also wie gesagt, diese Bedienung erinnert mich sehr stark an Heavy Rain von Quantic Dreams. So, jetzt müssen wir noch die neue reinbasteln. Und verriegeln. Is that? Ja, auf Stichwort. The Lower Decks, das nächste Kapitel. I thought that thing was totally fried. Nice work, Carter. Nothing Eine super Trill. really. And not a moment too soon. The boss wants us down in engineering. Like, now. Okay, wir sollen zum Chefingenieur. So, was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Interessantes noch? Warte mal. Ah, guck mal, warte mal. Moment. Warte mal, Madame. Nicht so schnell. Ich will mal sehen, was hier los ist. A place for everything and everything in its place. Moin, Ivy. Hetz mich nicht. Die Dame hetzt mich über Schiff. Ups. Someone gonna fix that? Das ist nett. Das habe ich noch nicht gesehen. Also wenn wir schon ein zweites Mal starten, dann gönnen wir uns natürlich die kleinen Details hier auch. Ja, wir haben Star Trek Resurgence nochmal neu gestartet. Jetzt, Gott sei Dank, mit den Dialogen auch, die zu hören sind. Kommt dann auch gleich viel besser. Engineering. I heard the new XO just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovak called us down. Ja, was kann ich for dafür, wenn die good. das noch nicht I gefixt can haben? never Ist ja tell nicht meine him. Schuld. I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. So, wir When können we work alles together, handeln we hier. can tackle anything he Natürlich. throws at us. Your optimism is positively contagious. Das Power-Duo hier. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak. We were just looking for you. Natürlich ein Commander. Vulkanier. Petty Officers Ed Solar, Diaz. I was beginning to think you would be late. Der hat ein bisschen was von We are Spock, all ne? hands on deck right now, Also jetzt mal abgesehen which von der means if you are Tatsache, not dass er at your Vulkanier post ist. at the appointed time, I do not have someone to replace you. Könnte der junge Spock sein. A point I have been forced to make to Petty Officer Ed Solar on repeated So, wir occasions. entschuldigen uns mal brav für die Verspätung hier. Apologies for the delay, Commander. I do not want your apologies. Simply see to it that it does not happen again. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty? Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal Also auch im performance. deutschen Store The nicht. subspace Okay, das ist distortions interessant and zu wissen, weil ich ionic hatte schon die interference Frage in we den are Chat gestellt. experiencing are preventing the proper calibration. Ich habe nämlich die Vorschau This ship damals must be gesehen. ready Ich glaube, to das war von depart PC shortly. Games. Da war eine deutsche Slight Synchro storm. drauf. The precise Also es scheint bei nature der of these PC-Version disturbances are tatsächlich eine not deutsche fully Version zu understood. geben. Warum das But many hier nicht der systems Fall have ist, been weiß ich affected nicht. by the wide band of emissive activity. Keine Ahnung. Also es gab diese Woche ein Update, 1,5, 1,6 Gigabyte. Da hatte ich die Hoffnung, ja, jetzt endlich die deutsche Synchro. Aber ja, also für mich ist es jetzt nicht so schlimm, weil meine Zweitsprache ist ja Englisch. Ich lebe ja auf einer Insel, wo auch viel Englisch gesprochen wird. Kein Ding. Ja, aber für diejenigen, die jetzt nicht so fit im Englischen sind, ist es natürlich ein bisschen doof. Ja, das ist schade.
the Hotari system. You have your orders. Do not delay. Yes, Commander Chovak. All hands Also wenn sie on wenigstens die Untertitel in Deutsch zur Verfügung gestellt hätten, ne? All hands on deck. Oder eben mal das Menü eingedeutscht hätten, beziehungsweise die Dialogauswahl, ne, die du da immer hast. Aber ja, ist eben halt wie es ist. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. It all comes down to us, Nelly. We're the ones who will get it ready. I know what we can do. But this isn't So, wir just verbreiten annual jetzt hier mal ein refit bisschen or positive annual Vibes. relaunch. Ups. Excuse me. Das war doch unser A lot of Kadett new von der faces Anfangsszene. coming on board. It's gotta be tough coming as a replacement. That's for sure. So, den Neuen muss man natürlich eine Chance geben, They genau. seem alright. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship? Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board. Ja, auch die beiden doesn't sind noch ein hurt. bisschen mitgenommen von dem Unfall, den da das Schiff Hold hatte. on. Haben sie auch ein paar Leute verloren. Now there's an old Ist face I can nachvollziehbar. expect to see again. Hey, Aber Miranda. hier gibt's noch ein paar alte Bekannte scheinbar. Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Ein großes Mädchen. Schaut euch mal die Madame an im Vergleich zu den beiden. Looks like you got her back together pretty nicely. I wasn't sure what to expect. I'm gonna take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Don't think I forgot. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Ja, so ein Weltraumspaziergang ist schon was Schönes. Dann mal her mit dem Helm. Here, let me help you. Thanks. So what's the word? Also ich bin ja froh, dass wir jetzt schon immerhin wieder die Dialoge hören. Still running with the Deshalb ist es usual auch nochmal neu suspects? gestartet, weil sonst ist es ein bisschen so ein Stummfilm. Das ist ja Blödsinn. Das macht keinen Sinn. Deshalb habe ich es nochmal neu gestartet. Und es ist ja auch gut vertont. Ne? Also die haben wirklich gute Sprecher. See you on the other side. Guti, Activating los geht's. magnetic souls. Also optisch gefällt mir das auf jeden Fall richtig gut, das Ganze. Also man merkt schon, dass so ein paar Star Trek-Fans da mitgearbeitet haben. Und das Ganze kombiniert mit dem Storytelling von Telltale, ehemals Telltale. Verspricht das eine große, schöne Story zu werden. Have you never gets old. Let's go. Ja, und für solche Bilder liebe ich dieses Game einfach. Und hier haben wir die USS Resolute in ihrer ganzen Pracht. Und übergangslos geht's ins nächste Kapitel. All Hands. Captain Solano should be here momentarily. Was ich schade finde, hier hätte sich, weil es ja auch eben Star Trek ist, hätte es sich ja auch angeboten, wenn man das Ganze in Staffeln bzw. in Folgen auch splittet. Hier gehen also die Kapitel nahtlos ineinander über, also in der gesamten Story durchgehend. Ich meine, das ist auch okay, ne? Aber ich fand es angenehmer, wenn man mal eine Pause macht, dass man sagt, okay, man spielt eine Folge durch, ne, und dann wiederum eine und so weiter und so weiter. Hier ist es eben halt eine durchgehende Geschichte, ist auch okay. Ist eben halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kennt das eben halt von Telltale ein bisschen anders, aber ist okay. Ah, die Haare nochmal richten, jawohl. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. In der Kapitänskajüte. Kann schon wieder nicht reden hier. So. Can't wait to plot a course myself.
Ja, Madame träumt von ihrer Kapitänskarriere hier. Sie kann es kaum erwarten, mal selbst den Kurs zu setzen. Ein Replikator. Schauen wir mal, was der uns auswirft. Just a sip of something. So, wir halten es wie Picard. Wir bleiben beim Tee. Ein Earl Grey, bitte. Decisions. Tea. Prost. Ja, da nipp ich doch mal kurz an meinen Kaffee hier. That's lovely. Ah, wie schön ist Merchandise. Auch die Tasse mit dem Sternflotten-Emblem. So, da ist unser Capitano. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the So, jetzt wird ein bisschen geschmeichelt, gelobhudelt. Und man freut sich wiederzusehen. Also die beiden kennen sich auf jeden Fall aus Akademiezeiten. We couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. That would be totally unnecessary. I don't need any pomp and circumstance. You've been here all of 5 minutes, and already you're trying to make us more efficient. I like it. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it. Ja, wir werden sehen, der Kapitän ist ein bisschen komisch. Also das ist beileibe kein Kirk oder Picard. Ganz im Gegenteil. Ja, wir sprechen hier über den Unfall jetzt nochmal, den das Schiff hatte. I assume you mean the accident. That's right. The tragic accident, really. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. Also man hatte ihr eine neue Warp-Antriebsvariante scheinbar probiert, was mächtig in die Hose gegangen ist. Über 20 Personen sind dabei draufgegangen, auch der erste Offizier, den wir jetzt mit der Yara ersetzen, wie gesagt. Und wie man jetzt schon sehen kann, ne, scheinbar scheint sich der Captain hier auch so ein bisschen die Schuld mit dran zu geben. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. Die Crew wusste über das Risiko. Das so als neutral. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. As much as we tell ourselves otherwise. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. Ja, wie gesagt, also er gibt sich scheinbar die Schuld an diesem ganzen Unfall. Müssen wir mal gucken, inwieweit das seine Entscheidungsfähigkeit später beeinflusst und wir intervenieren müssen eventuell sogar. Also ich gebe jetzt, so wie er drauf ist, nicht 100% auf ihn. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. Ja, wir sichern ihm zu, dass er sich auf uns verlassen kann. Whether I agree or disagree, I can promise that I'll be honest to a fault. Good. That's exactly what I'm looking for. But at the end of the day, it has to be my call. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least, I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. On a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission. So, obwohl wir noch nicht ganz wieder hergestellt sind mit dem Schiff, wurde ihm schon eine neue Mission wieder übermittelt. Wir sollen Diplomaten nach Rotari bringen, weil es da eine Auseinandersetzung gibt zwischen zwei Bevölkerungsgruppen. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also. Und unser Kapitän sieht das als Chance, das Team wieder so ein bisschen auf die Spur zu bringen mit einem Erfolgserlebnis. Hoffen wir mal, dass es klappt. Our long-range sensors suggested several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. Prodigy ist für mich kein Spiel, was mit Star Trek viel zu tun hat. Also auch diese animierte Serie, das ist eine Kinderserie, sei mir nicht böse. Aber
exponentially überhaupt nicht greater. meins. But the diplomat will brief us on the details at the rendezvous. So basically, we're being sent into the eye of a storm, more powerful than Das ist, anything wenn on überhaupt, Earth. für mich so ein Jump-and-Run-Spiel. Yes, Mehr nicht. but we're taking every precaution. Also Star Trek lebt ja von seinen Geschichten, von den Charakteren. I expect we'll have Also selbst some Star rough Trek sledding Online when we ist da arrive. besser. I need you to prepare Obwohl schon so the alt crew ist. for the worst. Und auch das Game hier finde ich im Vergleich dazu deutlich besser. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. Also wer es mag, bitteschön, Gottes Willen, will er nichts sagen. Ja, aber für mich gehört das nicht in den Star Trek Kanon mit so dazu. Und das Spiel erst gar nicht. Then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. You have my full So the support. sooner the better, I would be honest, I have to learn. Thank you, but I feel like I still have so much to Wie über Fernübersetzung, das ist eine Synchronfassung, eine komplett synchronisierte Fassung. Also ich rede hier jetzt nicht von deutschen Untertiteln, ne? Also es war eine komplett synchronisierte Fassung mit mehreren Sprechern, professionellen Sprechern. So, dann lassen wir uns mal der Crew vorstellen hier. Ubela, bin ich jetzt falsch gelaufen? Hallo? Wohin geht's? Ich habe den falschen Ausgang genommen, Freunde. So, da ist der Capitano raus. Wo ist er denn hin? Da läuft er mir einfach weg, der Kerl. Aber da das eine helle Tür ist, muss ich wahrscheinlich hier durch. Ja. Ist sie nicht wunderschön? Also wie gesagt, vom Detail her haben die es echt mit Liebe gemacht hier. Everyone, if I could have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant So, Handar, jetzt our kriegen wir die helmsman. Crew schnell vorgestellt. Wir werden auch gleich merken, wer uns nicht so wirklich prickelnd findet als Ersatz. He more than makes up for in ability. A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our chief science officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular Ja, man basis. sieht schon an dem Gesicht, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Im Pedrosa. Gegensatz zu der Madame, ich würde die schon fast so als Nerd und Stalkerin I've been betrachten. following your career for quite some time. And I look forward to learning as much as I can So, from you. die Ehre ist ganz auf meiner Seite, ja. If anything, the honor is mine. Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliad, because of what you've overcome. Ja, sie ist eine Kobliad, also sie hat so gewisse Einschränkungen, das werden wir später noch merken. Sie braucht regelmäßig, ja, Medikamente. But since then, you've done so much to protect others who need it. Eine sehr anfällige Spezies. Admire that. Da wird es dann auch noch Zweifel geben, als erster Offizier, ob sie tauglich ist. Das werden wir ja selber halt merken. Not that I've done anything close to what you've done. You really do know a thing or two about me. I'm glad I could inspire you, but it's important to chart your own path. So, jetzt geben wir noch ein paar warme Worte mit auf den Weg hier. You can count on it. And then, of course, you've already met Commander Ermont. Jawohl, Please den do Kollegen kennen wir everything schon. you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. Have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. So, Capitano muss zu einem Meeting. Das heißt, die Brücke gehört das erste Mal Bridge uns. is yours. Auf Stichwort sagt das auch. Okay. Ja. Ja, jetzt können wir schon mal ein bisschen üben, ne? Uns hier auf den Kapitänssitz pflanzen. Ein gutes Gefühl. Wir sind in Chief Command. Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He's sent a crew out to recalibrate the emitters in response to So, the danger posed ja, by the storm. hier wird gerade über die Crew geredet, die wir auch gerade raus auf die Außenhöhle We just geschickt need your haben. go-ahead. Permission granted. Lowering structural integrity field. Now. Entering maintenance mode. Ich denke mal, dann werden wir auch gleich, wenn ich mich richtig erinnere, wieder zu den beiden zurück auf die Außenhülle des Schiffs gehen. Ja. Storm Surge. The storm is getting worse.
Looks like they turned off the SIF. Great. Let's get to that emitter. Also ich kann es immer nur wieder sagen, die Optik ist einfach klasse. Every time we're out here, I half expect to see her in pieces again. She's still got some scars on her. It adds character. When I joined Starfleet, all I wanted was a ride out of town. But this is So, exactly jetzt schnacken how die I beiden so pictured ein bisschen über ihre Geschichte, über das Schiff, it. No. warum sie bei der Sternflotte sind, etc., etc. Schönes Bild, dass man mal so einen Größenvergleich hat, wenn die beiden hier so auf der Außenhöhle langlaufen. I mean, Starfleet is noble and all. So. But it's still a machine. Madame fühlt sich so ein bisschen, ja, nicht als Individuum betrachtet hier, aber wir klären sie gerade mal darüber auf, dass jeder zählt mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Charakter. I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere. See new worlds. Ja, er ist so der typische Sternflottenmuckel, ne? Der raus wollte, entdecken will, ne? Alles, was so Star Trek ausmacht eben halt. Ist also die perfekte Besetzung. So, und für uns geht's jetzt aber an die Arbeit, denke ich mal. Jawohl. Denn wir haben hier noch ein bisschen Arbeit zu verrichten. So, genau. Jetzt müssen wir nämlich erstmal eine Rekalibrierung durchführen. Jetzt machen wir erstmal die Luke auf. Los geht's. So, was brauchen wir denn jetzt? Den hier. Das Calibration Tool. Beginning recalibration. Guti. So, wir müssen jetzt also dieses Symbol hier in die Mitte bringen. Dazu müssen wir die Sensoren hier... Oh, das geht schnell, das Ding. Das ist schnell. Wir müssen hier mit Feingefühl arbeiten. Ey. Das ist immer entgegengesetzt, oder? Warte mal. Ich muss da erstmal wieder reinkommen, Freunde. Was? Hä? So. Jawohl. Oder? Ja. Junge, bisschen fummelig. That wasn't so hard. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. So, ja, er ist schon ein bisschen zickig, ne? Wie gesagt, er ist nicht so wirklich einverstanden mit unserem Ersatz als ersten Offizier. And I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. I know this ship inside and out. Better than just about anyone. Wir bleiben aber höflich, oder versuchen es jedenfalls. This is a research and discovery ship, first and foremost. Now with a former tactical officer as its new first officer. I'm curious though. So, das ist das, was ich meinte. Da kommen natürlich Zweifel aus, wegen ihrer Rasse als Kobliat und ihren gesundheitlichen Einschränkungen, ob sie überhaupt geeignet ist als erster Offizier. Das geht jetzt ein bisschen hin und her. Natürlich werden wir darauf insistieren, dass wir natürlich geeignet sind für den Job, so oder so. Aber wir sehen schon, es kratzt sie schon, ne? Es kratzt sie schon. Aber bislang war es offensichtlich noch kein Problem, sonst wäre sie ja jetzt auch nicht die erste Offizier, ne? Ist ja klar. In my entire career, it's never been an issue or caused the slightest problem, and I don't expect this to be any different. I was just curious, that's all. Ja, er ist höflich, aber setzt immer wieder diese Spitzen, ne? Also er ist schon so ein, ne, linke Zecke so ein bisschen, ne? Das ist... Your predecessor was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. He was loved by the crew. And he was one of my closest friends. So I can only hope that you'll live up to expectations. Ja, er soll uns erstmal kennenlernen und dann werden wir sehen. You might like me after you get to know me. They say familiarity breeds contempt, but who knows?
Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. Okay, wir fliegen direkt auf einen Ionensturm zu. Unlike anything I've ever seen. Traditionsgemäß wird es dann sehr viel Rüttelei geben und Menschen, die von links nach rechts geworfen werden. Learn more about its patterns, its nature. We can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Das sieht nicht gut aus. We've got a massive energy wave inbound. On screen. Tracing its shit. trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wideband burst of ionic energy. Ja, und jetzt haben wir auch noch 2 Leute auf der Außenhülle. Das wird problematisch. Roter Alarm. Red alert. Aye. Kaum an Bord, schon roter Alarm. Geht ja gut los. Evacuating main gangway and retracting. Putting sensor visualization on screen. With the structural integrity field shut down, we can't take a direct hit. Time to impact. 1 minute. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. So, er schlägt einen Deflektorimpuls There's a vor. better way. Und die Alternative wäre Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire volle shield Kraft bubble, auf die but it's a Frontschilde. directional threat. So we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. Trauen wir ihr? Ich würde ihr immer trauen. That's right. Which is Schilde hoch. why we need to send power to our shields. Können diese Augen Get those shields up. Rerouting power to shields. Stand by. I need a heading. We've only got one shot. Understood. Okay. On my command. Heading locked. Raise shields. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. This is it. All hands, brace for impact. Jawohl. Volle Möhre. Noch nicht mal aus dem Dock raus. Schon wieder Ärger. Der Warpkern sieht nicht so gesund aus gerade. Oh, you don't say. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. Blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the So, wir müssen jetzt den Plasmaregulator rekalibrieren. Sonst gibt es hier Katastrophe, ne? Okay. We've reached the first access point. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Okay. Los geht's. Affirmative. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering an automatic core shutdown. So, und einen noch. Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. Na, passt immer We noch need to nicht. route the signals so they don't interfere with each other. Okay, da müssen wir die Chips tauschen. Na gut. Dann machen wir das mal. So, na, was habe ich mir gedacht? Den da oben jetzt. Und dann da rein. Zack. Dirs to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Okay. Musst du noch ein weiteres Gerät Heads up, justieren? Carter. What is that? One of the Und da kommt schon der nächste Ärger. It's coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. Okay, Laser ausrüsten. Okay, so funktioniert das. Auf geht's. So we gotta climb up the pylon. Not that there's really an up, but, you know. Ich halte die Waffe schon mal bereit.
Da kommen sie schon. Da kommen die Mistgurken. Konzentriere mich jetzt mal auf die rechte Seite. Ich hoffe, sie deckt die linke ein bisschen ab. Wo ist sie? Mädel, mach keinen Scheiß mit mir hier. We're almost to the regulator. Ah, der ist mir zu nah. Okay. Die sind nahe. We're at the regulator. Opening the access panel. So, sie gibt uns Feuerschutz. Sehr schön. Now halting the EPS flow to the port nacelle. We have little time before it causes an overload in the engine. You must work efficiently. Wir müssen effizient und schnell arbeiten. Okay, als wenn wir das nicht wüssten. Junge, Junge. So. Okay, das haben wir geschafft. So, weiter geht's. Ach, das war dieses mit den Wellen. Wir müssen jetzt diese Wellen hier übereinander legen. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Obwohl. Hey, neuer Rekord. So schnell war ich noch nie. Ja, so wer sieht der Techniker, ne? Der kriegt das hin. Oh oh. Das war knapp. We've got a lot of debris coming down. All vibrations, too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release this ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. Oh Mann. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Not working? What are our Also die Klemmen sind blockiert. Das Schiff kommt nicht los. Das heißt, wir müssen das eventuell sprengen, damit wir loskommen und keine schlimmeren Beschädigungen kommen hier. Resolute, the remaining mooring arm is failing. You need to disengage from the starbase now. The damage to the station will be catastrophic. All right, Starbase, we're on it. Acknowledged. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps and repel the engineering. So, er wird die Polarität auf der Außenhülle umkehren. Das wäre jetzt nicht so gut für die Leute auf der Außenhülle. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Also unser Captain ist ein bisschen unausgeglichen, ne? Chara? Captain, you brought me here because you trusted me. Can you trust me now? You better be sure you make the right decision. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. So. Die Entscheidung liegt bei uns. Wir sprengen die Arme. We're going to blow the bolts. Starbase, stand by. We'll warn our crew to take cover. Get it done, Rydek. Repair crew. So, ich hoffe, das geht gut aus für die beiden hier. Be advised, you have more micro debris incoming. Find cover. Cover? Ja, Schutz finden. Wo? Auf der Außenhülle eines Schiffs, ne? Aber wir improvisieren. Wir nehmen jetzt hier die Abdeckung von den technischen Geräten. Die nehmen wir dann sozusagen als Schild.
Ja, und da geht's schon los. Alter. Ja, zum Glück sind wir zu zweit. Der hat mir den Hintern gerettet hier gerade. Dankeschön. Plasma imbalance is reaching critical condition. We are moments from primary system failure. I got it. Okay. Jetzt das Ganze rückwärts. Na komm. Wirst du wohl? Oh oh, sieht nicht gut aus. Ja, da ist das zweite Paar Hände, das wir brauchen. Also wenn bei den beiden nichts geht, ich weiß es nicht, Freunde, oder? Der Blick. Ganz schnell greifen hier. I got you. Petty Officer Etzelar's hurt and unconscious. I'm gonna have to tow her back to the airlock. So, angedockt. The situation has changed. You are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc. So, wir müssen jetzt einen Umweg laufen. Commander, Als wenn wir schon genügend Probleme hätten. There is an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Etzelar there to access the interior. Okay, los geht's. Going there now. So, jetzt müssen wir sie schleppen. Sind alles nicht die besten Voraussetzungen hier gerade? I'm at the auxiliary hatch. Ah, sie ist wieder da. Sehr gut. Ah, diese ganzen Luken hier. You go first. What? Let me save your neck this time. Die hat mir schon den Hintern gerettet. Sieh zu, dass du da reinkommst. No time to fight me on this. Los. Rein da. Let's not let it come down to that. Na? Und rein. Ups. Das sieht nicht gesund aus. Scheinen aber noch beide am Leben zu sein. Immerhin. We made it. Der erste Erfolg. They're safe, bringing the SIF fully online. Do it. The price of duty. Nilly. So, dann pullen wir die beiden mal aus der Luke raus hier. I'm good. Help me with him. Let's get this off. Medical. Got one wounded at my location. Carter. You don't look so good. Ja, er sah schon mal besser aus. Das kann man nicht bestreiten. You gotta be more careful. I just got here. I'm not ready to see you two get blown to space dust just yet. Now let's get you down to sickbay. Great. Ja, scheint noch glimpflich ausgegangen zu sein.
Status report. The repair crew made it inside. EPS flow is back to nominal levels. The SIF is back up. How does this affect mission readiness, Mr. Ermot? The Resolute suffered damage from the exploding bolts. But we've Ja successfully gut, wir haben jetzt ein warned the bisschen Schaden station natürlich and the ship is kassiert durch die secure. gesprengten Our systems are Arme. coming back online, but we have a fair amount of repairs before we're ready Das heißt, to wir go. müssen einige weitere Reparaturen durchführen. Hoffentlich nicht selbst, aber We have a schedule to keep. missionsbereit ist eigentlich was Send updates anderes. to my ready room. Commander Rydek, with me. So, und wir haben ein Date mit dem Captain. What a debacle. I was caught with my pants down. Not even on my own ship when the wave hit. I had to go running out of the Starbase commander's office just to... But you followed my order. I appreciate that. Hell, I'm relieved. I did it because it was the right thing to do at the time. It's protocol for a reason. That doesn't make this better, Jara. Also dieser Captain ist wie gesagt alles andere als ein Picard oder Kirk oder whatever. Irgendwie null Selbstbewusstsein, weißt du. Führungsqualität, ja, ich weiß nicht. I'm not blind to it. If there are any problems, I'll keep them in line. At least I can count on you. Oh. Drink? Jetzt sag nicht, das ist noch ein Alki. Nee, lass mal. No. Thank you. Also ich weiß nicht, wie lange wir den haben, Freunde, weil Your predecessor, Commander solche Sutherland, Kapitäne haben eigentlich nicht so eine lange Überlebenszeit. but for all the Aber schauen wir mal. adoration of the crew, including the senior staff, I just couldn't rely on him. He would question, undermine me in front of the crew. I sometimes think they still hear his voice. That sort of thing is a way of lingering. And you can't argue with a ghost. I'm not Commander Sutherland. I'm not saying we won't have our disagreements. In fact, I'm sure we will. But I'm also sure they will be different disagreements than you had in the past. Perhaps that change will be enough. So, damit haben wir schon mal klar gemacht, dass wir ihn zwar unterstützen, aber natürlich auch eigene Entscheidungen treffen werden im Fall des Falles. Beziehungsweise auf jeden Fall auch mal in Frage stellen werden. So if you'll fetch Mr. Ermot, we'll knock out the final details of any outstanding repairs, and then we'll set out for Hotari. Yes, sir. Ready or not, here we go. Ja, here we go, genau. All I ask is a tall ship. Alles, was ich will, ist ein großes Schiff. So klein ist die Resolute ja auch gar nicht. Ja, also man merkt an der Reaktion der Crew, so ganz akzeptiert ist sie noch nicht. All departments reporting full mission readiness. We've got our full complement on board. This is my favorite moment, right now. The start of a new mission is always full of possibility. The Orion Syndicate could sell it as a drug. Don't let the Admiralty hear you say that. Captain on the bridge. Sit. Sit, everyone. So, erstmal eine kleine Ansprache. You all know, I'm not big on speeches. We're embarking on the first mission since our refit. Let's make it a good one. Disengage docking clamps. So, wir machen uns bereit, um auf unsere Mission zu starten. Docking clamps released. Thrusters ahead, Mr. Handar.
Also richtig schöne Bilder dabei. That should do it. Set a course for the Hotari system. Prepare to go to Warp 8. Hi, Captain. You know what? You take this one. Wir dürfen das Kommando geben. Me? Ja, dann würde ich mal sagen, klassisch. Engage. Engage. Simple, but effective. Jawohl, wir nehmen Platz auf unserem ersten Offizierstuhl. Ups. Easy. Thank you. I'm fine. Haben wir unsere Medikamente vergessen? Really, You don't look so good. Eieieiei. Schon der Blick auf den Ring, der leuchtet schon rot. Nicht gut. I have to get to sickbay. Go. Eieiei, sieht gar nicht gesund aus. Ich hoffe, sie vergisst nicht nochmal ihre Medikamente zu nehmen. Das sollte sie natürlich wissen. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, sie lebt ja damit seit ihrer Geburt. Wieso vergisst sie einfach ihre Medikamente? Gerade an Bord auf der Brücke. Als erster Offizier. Sehr merkwürdig. Well, that was quite a scare. A few minutes more and it would have been one of the shortest tenures on record for a first officer. So, damit lernen wir dann auch unseren Borddoktor kennen. That storm did a real number on him, but Da liegt auch unser Kollege von den Lower Decks. just needs rest. You should worry about yourself. Your diridium levels got dangerously low and destabilized your cell structure. This is definitely one of the more memorable first days I can think of. Ja, das ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter erster Tag. Ohne Zweifel. To be honest, I've never met a Kobliad before. You're rare. I know. I was going to say special. Your people's numbers have dwindled, despite the Also der Federation's Doc hat mit efforts to find a more readily available Kobliads nicht so viel alternative to Erfahrung. you need to survive. Yet you joined Starfleet and managed to Aber scheinbar hat sie uns trotzdem hingekriegt, Gott sei Dank. Responsibility must be overwhelming. Maybe even a burden at times. I know what it means. And I know the responsibility that comes with it. But I can't be anything more than who I am. And if someone has a problem with that, or expects something else, then that's their problem, not mine. Also unsere Einstellung scheint dem Doc auf jeden Fall zu gefallen. Wir sind, was wir sind. Ne? Wir müssen immer damit leben, so ist es eben halt auch. Sie sollte allerdings ein bisschen mehr aufpassen. You don't agree with his methods? I don't agree with his definition of acceptable. Okay, und hier merken wir auch schon, der Doc hat auch so seine Zweifel am Captain. Ich muss ehrlich sagen, habe ich auch. More than he's willing to admit. He's overstressed, operating in the Ja, genau. pressure cooker of his own mind. Zu sehr gestresst, kein Selbstbewusstsein ist keine gute Kombination. Wir müssen natürlich mehr oder weniger trotzdem neutral bleiben, aber trotzdem bereit sein, die Führung zu übernehmen. Deshalb sagen wir lassen es nicht passieren, dass da hier was schief geht. I hear you. But that's my job, isn't it? To make sure that doesn't happen. And we don't lose sight of the bigger picture. Which is exactly why I'm so glad you're here. Okay, den Doc haben wir definitiv auf unserer Seite mit der Aussage. I have to admit, I was concerned when I heard what happened on the bridge. You just followed Solano's orders despite having better options in front of you. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, sie ist eher so neutral uns gegenüber eingestellt. Aber gut, besser so als negativ. Wer will schon den Doktor gegen sich haben? Fortunately, your cell structure is almost completely stabilized. And I'll spare us both the lecture, but I do feel it's my responsibility to remind you, without regular infusions of diridium, you will not live. It's as simple as that. Understood. Then, my work here is done. Guti, da haben wir doch mal
Wieder ein paar neue Leute kennengelernt hier auf dem Schiff. Ach, hier unser Stalker. We were all pretty worried on the bridge. No one knew what was happening. I'm feeling much better. Thank you. It's just part of who I am. You don't have to explain to me. I understand. Sie rechtfertigt sich auch zu viel, finde ich, ne? Das ist, ne, sie ist ihm halt, wie sie ist, ne? Müssen wir mit leben. Auch in dem Game müssen wir damit leben. Ich hoffe, das bringt uns nicht noch mehr Probleme. Now, Carter, the emissions that gave you that burn are quite unusual, like everything else that goes with this storm. So, ein schönes Andenken hat er im Gesicht behalten hier. Und er hat Besuch. Hallöchen. Die Riesenfrau. I was starting to get worried. Not that you aren't in good hands with Dr. Duvall. I hear you've been checking in on me. Thanks for that. One of the benefits of working a security rotation. Also die beiden scheinen sich auch schon länger zu kennen. Und sie scheint so ein bisschen in love zu sein. But since it's just us right now, I had a chance to think about this while I was away. And I thought sie hat über was nachgedacht. Naja, gut. Instead of tiptoeing around it. Ich ahne schon. You can tell me anything. I know that. Then come on. Just spit it out. I'm trying. Let me talk. What I'm trying to say is, we've been really good friends for a long time. But I got back here and I couldn't ignore it anymore. I want to see if there's more between us. Ja. Gute Freunde und Beziehungen, das ist immer nicht so das Ding, ne? Also das ist sehr überraschend. This is all kind of unexpected. I didn't expect this either. But here we are. And I didn't want to ignore it. I just figured I'd steer right into it. Well, ich habe auch das Gefühl, dass zwischen Carter und der Trill etwas läuft, ja? Also ich finde, wir sollten Freunde bleiben, das reicht. Just keep things the way they are. You're one of my best friends. And you mean so much to me. And I don't want to risk losing that. Jetzt gibt's ein bisschen Drama. I understand. Sorry to interrupt, but the patient needs to rest if he wants to get back to his old self. Of course. So, genau. Gönn dem Jungen ein bisschen Ruhe. You get better soon. And maybe just forget this conversation ever happened. Ja, jetzt ist sie natürlich ein bisschen angefressen. Aber das gibt sie schon. Aber besser ehrlich, ne? Wie im richtigen Leben. Cast Adrift. Approaching the rendezvous point outside Atari space. Helm, bring us out of warp. Dropping to impulse. Ionic interference surging, Captain. Ui. Hier fliegt einiges rum. We can take it. We are at the correct coordinates to meet the shuttle. So, wir treffen jetzt das Shuttle mit dem Botschafter, den wir aufsammeln sollen. Aye, Captain. Let's reduce the noise. Filter out environmental signals. I can manually tune what's left for Federation signal types. Na, wo ist er denn? I've located the shuttle. Opening comms. On screen. Das sieht nicht so kontrolliert aus. Shuttle to Resolute. Debris field. Lost maneuvering. Losing. I can't get it any clearer. It won't get a transporter lock. It's just not happening. Power up the tractor beam. We'll pull them directly into the docking bay. Okay. Die wollen das Shuttle direkt in die Docking Bay reinziehen. You good to run the tractor emitter? Yes, sir. Der ist schon wieder im Dienst. Junge, die haben aber keine lange Pause gelassen. Sie mal holen. I'm sure. Die USS Excelsior. Come on, Diaz.
Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir das Baby nach Hause kriegen. So, stabilisieren. Zack, das sieht gut aus. Und mit dem Traktorstrahl rein. Natürlich steht uns da was im Weg, natürlich. So, den mal aus dem Weg räumen hier. Na komm, 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 komm. Tempo, 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 Tempo. Keine Zeit zu verlieren hier. Was ist denn jetzt noch? Ah, großer Klops kommt auch noch. Here's the bridge. There's a large piece of debris headed for the shuttle. The tractor beam can't handle it. Can our shields take it? I believe so. Commander Rydek, plot an intercept course. Okay, Abfangkurs berechnen. So, zack. Abfangkurs berechnet. Zack. Here we go. Maneuvering thrusters bearing 53 Mark 17. 200 meters on an intercept course. Maneuvering. Got it. Oh ja, den haben wir gut weggeschmettert. Someone's working hard on the bridge. So, jetzt voll das Ding mal an Bord, Mensch. So, rein damit. Shuttle an Bord. We got the shuttlecraft on board. Good job. We're on our way down to meet them. Und hier ist unser guter alter Bekannter Spock. Ambassador Spock. The captain will be right down to meet you, sir. In that case, I will wait for him here. Ja, stoisch wie immer. Er wartet im Docking Bay. Apologies for the landing, Ambassador. I was operating the tractor beam, sir. I take responsibility. Ja, entschuldigen uns mal für die raue Landung. Your artistry with a tractor beam is commendable. Und kriegen noch ein Lob von Spock. Das ist doch mal was. Von Spock ein Lob zu kriegen. But it is evident my craft was not sufficiently robust for such intense ionic activity. The storm has been pretty intense. There was an element that was most unusual. Before you came to our aid, our maneuvering thrusters and impulse engines were rendered inoperable. So we attempted a short traversal at warp speed, only to find that we could not achieve warp at all, even though our diagnostics computer showed no faults or anomalies. What do you make of that? Also trotz ohne technischer Fehler sind die Warp-Antriebe ausgefallen. But in practice, we find it is not. I'd rather investigate than speculate. A sound principle. Das klingt logisch, genau. Sehr schön, darauf habe ich gewartet. And we'll get to the bottom of this. Quite logical, Petty Officer. Carter Diaz, sir. Thank you. Ambassador Spock. Excuse me. I'm honored to have you aboard. I'd like to get right to it. Ja, war doch eine nette Begegnung mit unserem Spock. Bin mal gespannt, was für einen Eindruck wir auf ihn hinterlassen haben.
Invitation to War. Ambassador Spock, my senior staff. So, ich denke, wir werden jetzt mal ein bisschen mehr über die kriegerischen Handlungen erfahren, weswegen wir unterwegs sind auch. It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard. You flatter me, Captain Solano. But legend Also der Sprecher klingt wirklich sehr, sehr original wie Leonard Nimoy, der leider ja schon seit einigen Jahren verstorben ist. Aber der ist verdammt dicht dran. Stuck in the past. You're right, Ambassador. Not the most diplomatic choice. So, wir werden jetzt nicht schleimen, wir fragen nach seiner Erfahrung. But our present situation calls for it. True enough. We were hoping you could fill us in on the details. We got the basics from Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war. Indeed, and the tension between them grows fiercer by the hour. Lydia and Hotari. Illydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari. So, wir haben jetzt hier also eine eher primitive Rasse und eine technisch fortgeschrittene Rasse. Die primitive Rasse hat einen Planeten mit wertvollen, ja, Erzen, also abbaufähigem Material. Und man hatte so ein Agreement, dass die technologische Rasse Zutritt zu dem Planeten kriegt und abbaut in Zusammenarbeit mit dem ja etwas primitiveren Volk. Hat nicht ganz so hingehauen. Denn irgendwann haben sie die Kollegen da rausgeschmissen und gesagt, hier, ihr baut hier nichts mehr ab. Ja, das ist so in der Kurzfassung mal. Und wir müssen die Hintergründe aufklären, warum dem so ist und wie es jetzt zu der kriegerischen Auseinandersetzung dann auch gekommen ist. What are the Hotari defensive capabilities? Do they stand a chance to hold on to the mines now that they've taken them? It is unlikely the relatively primitive Hotari forces would prevail against the Lydian fleet in open war. But it would have been equally unlikely to predict they could take possession of the mines until they did just that, which leaves many unanswered questions. Left unchecked, this conflict will result in more bloodshed, which is what we are here to prevent. So, unsere Mission ist natürlich, hier zu vermitteln, wie es die Sternflotte immer gerne macht. Maybe we can persuade them peace is the more profitable alternative for everyone. They both profited from the mines. And for the Hotari, something is better than nothing. We can call it profitable or mutually beneficial, but at the end of the day, the Hotari are still being exploited for their own resources. True peace is not merely the absence of war. And as such, this conflict will surely come again. Neither the Illydians or the Hotari are members of the Federation. So we can't make them do. Ja, das ist natürlich ein Problem. Keine der Bevölkerungsgruppen gehört der Sternallianz an. Das heißt, wir können hier nur vermitteln, aber nichts befehlen. Ja, und da sehen wir jetzt gerade das Problem, wo wir dann doch irgendwo involviert sind, weil wir sind auf die Rohstoffe der Hotaris angewiesen. Das macht die Sache ein bisschen kribbeliger. Given the Federation's involvement in the Iridium-dilithium trade, Captain Solano and I must make. Das heißt also, Captain Solano und Spock werden die Verhandlungen führen. Wir werden dann eine ganz andere Aufgabe bekommen, nämlich hinter den Kulissen Informationen einzuholen, die für diese Gespräche zuträglich sein könnten. Dazu kommen wir aber gleich. This recent surge in the energy disturbance temporarily levels the playing field. Commander Westbrook is correct. The energy anomalies around the Hotari systems have been noted in the past. If it's keeping the two sides talking instead of shooting at each other, that actually helps us negotiate a peace. And we'll take advantage of that as long as it works in our favor. And when it doesn't? All the more reason to learn as much about it as we can while we are here.
We do not want to be caught unprepared, should the energy anomaly continue to fluctuate. Also das Einzige, was die beiden jetzt vor einem offenen Krieg oder Auseinandersetzung abhält, ist diese Anomalie, der auch Spock zum Opfer gefallen ist mit dem Warp-Ausfall. Und das müssen wir ausnutzen, weil uns das Zeit verschafft. Das Schiff wird also die Anomalie untersuchen. Solano und Spock werden die Verhandlungen führen. Und wir werden jetzt unseren Spezialauftrag erhalten. Und das klären wir jetzt kurz unter 6 Augen. I'd like to make a formal introduction. My first officer, Commander Jara Rydek. Commander, as you are aware, there are limits to what Captain Solano and I can do in our official capacity as representatives of the Federation. But someone in an unofficial capacity, your first officer, for example, would not be bound by those restrictions. Commander Rydek could ingratiate herself to certain parties behind the scenes, where they may be more Ja, candid und in hier bietet revealing Spock den information that Part could an, lead hinter to den a Kulissen resolution. Informationen zu sammeln, um dann entsprechende Informationen für die Verhandlungen zu haben. That helps in this case. I'm perfectly happy to work outside the lines. And by extension, you will be doing your duty, Commander. Just not too far outside the lines. Well, I hope Commander Rydek will have more luck finding out what really happened than we will through official diplomatic channels. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Ja gut, Begeisterung sieht jetzt so ein bisschen anders aus, aber sie wird's machen. So, und hier machen wir mal einen Break. Wir schauen jetzt mal, was wir bis jetzt erreicht haben. Captain Solano, ja, ein Typ, der irgendwie schwer einzuordnen ist, wenig Selbstvertrauen, zweifelhafte Entscheidungen. Wie gesagt, ich würde da keine 100% auf ihn geben, er scheint uns zu vertrauen. Lieutenant Berosian ist, ja, so ein Stalker-Fan. Sie würde, glaube ich, alles machen, was Jara befiehlt. Sie trifft aber auch gute Entscheidungen. Bis jetzt haben wir uns auf sie verlassen und auch verlassen können. Das ist richtig gut gelaufen. Wie sieht es mit Spock aus? Spock hat unseren Intellekt geschätzt und unsere Meinung beziehungsweise ja, was wir halt auch nachvollziehen konnten von dem Konflikt. Westbrook ist so ein Thema für sich, ne? Der hatte von Anfang an Zweifel an uns, allein schon wegen den Nachteilen, die die Kobliat haben, gesundheitlich. Ist leider auch ein bisschen bestätigt worden durch unseren Anfall auf der Brücke. Das war jetzt suboptimal, würde ich jetzt mal sagen. Commander Ermit, ja gut, der ist jetzt noch nicht so wirklich in Entscheidung getreten, beziehungsweise in Erscheinung mal nicht getreten. Ich glaube, der steht uns so mehr oder weniger neutral gegenüber. Dr. Duval auch eben noch ein bisschen neutral. Sie hat auch Zweifel so an dem Captain. Berechtigt. Und da müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mit Commander Chowak haben wir bis jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt als Jara. Ja, also da wird jetzt nicht viel sein, was wir über ihn sagen können oder was er über uns sagen könnte. Ensign Calloway, ja, schätzt unseren Humor und unser Wissen, unsere Kompetenz. Und damit kommen wir dann abschließend noch zu Carter. Der hat ja jetzt noch nicht so viele Beziehungen bzw. Begegnungen gehabt. Petty Officer, wie hat sie? Etzila. Eine Trill. Ich glaube, bei den beiden geht was. Also, ne, wir haben öfter gesehen, so der Blickkontakt, auch wie die miteinander reden. Ich glaube, da ist was zusammen gehört. Petty Officer Maris hatte ja so einen Crush hier auf uns, auf den Carter. Ist aber nicht so sein Typ. Also meiner auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Carter war ehrlich, hat gesagt, hier ist nichts. Wie sie darauf reagiert, werden wir sehen müssen. Ja, jetzt ist sie erstmal natürlich enttäuscht. Chowak ist eben halt ein Vorgesetzter, ja, er schätzt unsere respektvolle Art und Weise, ist aber immer skeptisch. Ne? Also, das ist so ein typischer Chef, dem kann man nichts recht machen. Ja. Gut, ich würde mal sagen, mit dem Kapitel lassen wir es für heute bewenden. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächsten Folgen. Würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Heute Abend gibt es keinen Stream, da gibt es ein bisschen Real Life bei mir. Muss ja auch mal sein. Ne? Und wir sehen uns dann wieder
morgen, am Montag hoffe ich. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.